wünsche mir, dass die Erzisstraße jeden Tag autofrei ist, damit es der Ort wird, wo sich alle Studenten und Studentinnen vor und nach der Vorlesung treffen können. Ich wünsche mir mehr Plätze in der Stadt, an denen man skaten kann. Ich wünsche mir mehr Mut zur Veränderung der Stadt. Ich wünsche mir mehr Grün um die Universität, Flächen, auf denen sich Studierende und Mitarbeiter begegnen können. Ich wünsche mir, dass der Stadtraum uns allen gehört. Wir wollen die Leute so ein bisschen dazu anregen, zu überlegen, was könnte man mit diesem Straßenraum denn machen, wenn er jetzt nicht nur von Autos genutzt wird, sondern eben für die Menschen selbst und was sie sich vielleicht auch einfach wünschen. Die Intervention ist eigentlich in einem Modul entstanden und das Modul wurde vom Lehrstuhl von Urban Design in der Architektur initiiert. Und dann gibt es eben verschiedene Studierende, die da mitgemacht haben. Also es ist ein interdisziplinäres Modul, wo eben Architekten, aber auch Umweltingenieure und Bauingenieure und Landschaftsarchitekten und noch ein paar mehr Studiengänge dabei waren. Wir versuchen, verschiedenste Akteure mit reinzuholen und dann sozusagen auf die Straße zu bringen, wie Stadt anders sein kann. Also wie sozusagen der Status quo, den wir ja mehr oder weniger, wo wir uns da drüber legen mit der Intervention, wie der sich transformieren könnte und versuchen da unterschiedliche Perspektiven drauf zu eröffnen. Und das machen wir ja heute mit unterschiedlichen Akteuren, die das in der Stadt schon tatsächlich tun, also vorantreiben und gleichzeitig eben mit studentischen Projekten, die aus der Universität kommen, sozusagen auch schon Bilder dafür produziert haben, wie die Stadt in Zukunft aussehen kann. Bei dem Tag heute ist es auch so, dass die Studierenden dafür Credits bekommen und das als Kurs angerechnet wird, weil wir sagen, wenn man im öffentlichen Raum agiert und seine Zeit aufwendet, ist es genau gleich, wie wenn ich einfach ein Projekt zeichne auf ein Blatt Papier. Und wir möchten eben, dass die Studierenden aktiv werden und sich einbringen und das möchten wir natürlich auch belohnen. Ich helfe heute mit, weil ich es wichtig finde, mal darüber nachzudenken, was man mit der Straße und dem ganzen Raum noch machen kann, außer mit dem Auto drauf fahren. Well, I think that it's important to start with even a small example of how cities could look like if we start to recover public spaces and make them public again, take them away for the cars and give them to the public. And I think this would be a very small sample of how cities could look like in the future if we take actions towards that. I'm here today because I like the streets to be a lot safer for people who ride bikes and people who walk. Ich finde es total super, dass wir uns heute alle vor der Uni treffen, uns hier gemeinsam versammeln, uns austauschen und Teil der Stadt werden. Und es ist auch einfach so ein tolles Gefühl, auf dieser Straße zu sein, die man sonst irgendwie immer nur vom Bordstein aus sieht und die mal wirklich zu nutzen, da eigentlich drauf zu sitzen und einfach mal diese Universität aus einem ganz anderen Blickwinkel eigentlich wahrzunehmen. Wir haben auch schon von einigen Leuten gehört, die mal gefragt haben, so ja, was ist denn dann in der Zukunft mit dieser Straße? Und das ist eben so der Punkt, wo wir die Leute anregen wollen, wo wir überlegen wollen, hey, schaut mal, vielleicht nehmt ihr was mit von dem, was hier heute passiert ist und überlegt dann, was kann man dafür in der Zukunft vielleicht machen. Vielleicht wird es irgendwann einen eingeschränkteren Bereich für Autos geben und dann kann man sich überlegen, wie man die Straße sonst noch nutzen möchte.